Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Stöckli. Die sehr beliebte Laser-Serie wurde angepasst und ich hatte die Ehre, die Ski eine Saison vorher hier in Engelberg für euch zu testen. Und in diesem kurzen Video darf ich meinen Eindruck der Veränderungen durchgeben und auch mit dir besprechen, welcher der Laser-Modelle sich für dich und deinen Fahrstil sehr gut eignen könnte. Und dabei gebe ich auch einen Tipp für die Damen durch und auch den aktuell beliebtesten Laser. Also nichts wie auf ins Video. Traumhaftes Wetter hier oben am Titlis, die Sonne strahlt, der Schnee ist da, perfekte Bedingungen, um die verschiedenen Ski auf der Skipiste zu testen. Und wo ich schon von Piste spreche, die Laser-Serie ist die pistenorientierte Serie der Stöckli-Familie. Es gibt auch noch andere Modellreihen, wie zum Beispiel die Montero-Serie, die sich im All-Mountain-Bereich aufstellt, also die Schnittmenge zwischen Piste und Off-Pist, oder die Freeride-Serien Stormrider und Nela. Wer im Tourenskibereich unterwegs ist, der könnte sich bei der Edge-Serie umschauen. Diese Ski hier richten sich primär an pistenorientierte Skifahrerinnen und Skifahrer, die fortgeschritten bis sportlich fahren oder vielleicht auch Rennambitionen haben. Denn es sind nicht nur diese 4 Modelle, es gibt noch eine breitere Palette an Lasermodellen bis hin zu Ski, die dann auch Marco Odermatt fährt. Ich bin ja gegen ihn angetreten. Das Video ist nochmal hier oben verlinkt. Und eines ist mir ganz wichtig bei diesen Skitests, denn ich habe das Ganze getestet. Es ist immer etwas subjektiv. Ihr habt eine andere Figur als ich, eine andere Körpergröße, anderes Gewicht. Das heißt, ich kann hier gerade nur meine Tendenzen für die verschiedenen Modelle für dich durchgeben und kann nicht ganz objektivieren, welcher Ski perfekt für dich geeignet wäre. Das geht nicht. Das heißt, an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal für dich testen. Da gibt es verschiedene Events, die Stöckli anbietet. Ich habe dir einige mal unten verlinkt. Jetzt werfen wir aber chronologisch den Blick auf diese 4 verschiedenen Modelle und starten dabei mit dem Ski, den ich ja in den letzten Saisons schon sehr viel gefahren bin, mit dem Stöckli Laser GS. Wie der Name GS, also Giant Slalom, schon sagt, sind wir hier im Riesenslalom-Bereich unterwegs. Das bedeutet, dieser Ski nimmt euch mit in lange Radien und das auch bei hohen Geschwindigkeiten. Schon das Vorgängermodell, was ich ja vielfach gefahren bin, ist sehr spurtreu, sehr präzise in der Abstimmung. Ihr könnt wirklich in hohen Geschwindigkeiten diesen Ski mitnehmen und er fährt euch wie auf Schienen durch die langen Schwünge durch. Bei der neu abgestimmten Version muss ich sagen, dass die Tempostabilität nochmal stärker ist und der Ski ein wenig dynamischer geworden ist. Also hohe Geschwindigkeiten geht er sehr gut mit und ihr habt dabei die Möglichkeit, noch präziser einzusteuern, als es schon bei der Vorgängerversion war. Das heißt ganz klar, dieser Ski richtet sich an dich, wenn du hohe Geschwindigkeiten auf der Skipiste magst und dabei vor allen Dingen langgezogene Schwünge fahren möchtest, weniger in den kurzen Radien unterwegs bist. Und an dieser Stelle sei auch einmal ganz klar gesagt, ihr könnt alle Modelle mit verschiedenen Bindungssystemen kaufen. Das heißt, mit der Einstiegsbindung, der MC-Bindung, seid ihr etwas variabler unterwegs, die ist ein bisschen fehlerverzeihender. Die SRT-Bindungen, die wir jetzt hier verbaut haben, sind dann schon sportlicher, fortgeschrittener und dann gibt es noch das WRT-Bindungssystem, wo wir dann wirklich hochpräzise, sehr sportlich abgestimmt auf der Bindung stehen. Das ist also nochmal eine Auswahl, die ihr dann für euch treffen möchtet. Wie sportlich soll der Laser denn dann wirklich sein? Weiter geht's mit dem Stöckli Laser SL und auch hier verrät der Name schon einiges. Wir sind im Slalom-Carver, im Slalom-Bereich unterwegs. Das bedeutet, der Ski ist sehr leichtgängig in der Kurveneinleitung, hat eine stärkere Taillierung und damit eben einen kürzeren Radius. Das macht ihn sehr beliebt. Es ist sicherlich eines der Modelle, was man am meisten von Stöckli auf den Skipisten sieht, weil er es eben so schön leicht macht, in die Kurven hineinzukommen. Auch bei Fahrerinnen und Fahrern, die mal einen längeren Schwung fahren, geht der Ski sehr gut. Er ist tempostabil und bietet eben diese Dynamik im kurzen Radius. Das heißt, hohe Kadenz, schnelle, zügige, agile Schwünge. Die neue Version des SL hat dabei einen überarbeiteten Holzkern, der in meinen Augen diesen Ski nochmal deutlich spritziger, agiler macht, insbesondere im steilen Gelände. Doch wir reden hier nach wie vor über einen sehr sportlichen Ski. Das heißt, der Ski möchte gefahren werden. Er ist dann für dich geeignet, wenn du wirklich auf hohe Geschwindigkeiten gehen möchtest, einen Ski suchst, mit dem du enge, spritzige Kurven fahren kannst, doch eben auch bissig ist. Also er will, wie gesagt, gefahren werden. Und da kommt jetzt in meinen Augen der Laser MP ins Spiel.
Denn dieses Modell ist etwas unbekannter, doch es orientiert sich sehr stark am SL und macht die Kurven nochmal etwas leichtgängiger. Der Ski ist weicher im Flex, das bedeutet für dich, dass du kraftsparender fahren kannst und dabei nicht unbedingt sehr sportlich verbissen auf dem Ski stehen musst, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Fehler durch den Ski wegkaschieren kannst. Der Laser MP eignet sich in meinen Augen vor allen Dingen auch für die Damen und für leichtere Skifahrer sehr gut. Also niedrigeres Gewicht, weniger Kraft, die auf den Ski gebracht werden muss und dabei eben trotzdem hochsportlich zu fahren. Auch da die verschiedenen Bindungssysteme. Also mein Tipp an dieser Stelle für die Damen, schaut euch mal den MP an, wenn ihr hochsportlich fahren wollt, aber eben einen weichen Flex sucht. Und das bringt uns, last but not least, zum Laser SC. Und dieser Ski, das hat mich übrigens auch überrascht, ist aktuell der absolute Topseller bei Stöckli. Es ist der Ski, der sehr vielseitig einzusetzen ist aus der Laser-Serie. Und das liegt daran, dass der Ski eben im Multiradius-Bereich zu Hause ist. Was bedeutet dieses Wort? Naja, Multiradius ist genau zwischen SL und GS. Also von der Mittelbreite, die jetzt in der neuen Version übrigens 2 mm dünner geworden ist, reden wir über einen Ski, der dich sowohl mitnehmen kann in die längeren Schwünge als auch in die kürzeren Schwünge und sich genau zwischen den beiden Modellen aufstellt. Sehr sportlich zu fahren, eben nochmal flexibler als die Wahl eines GS oder SL Ski. Damit habt ihr einen Allrounder am Berg und das eignet sich vor allen Dingen für diejenigen unter euch, die sich zwischen den Schwungformen nicht so ganz festlegen möchten, ob kurz oder ob lang und dabei einen Ski haben wollen, mit dem sie eben alle Bedingungen auf den Pisten gut bewältigen können. In meinen Augen richtet sich der Laser SC damit an eine Vielzahl an ambitionierten Skifahrerinnen und Skifahrern, die sehr flexibel und leichtgängig in verschiedenen Schwungformen unterwegs sein möchten. Und wer dann nochmal eine Schippe drauflegen möchte in Sachen Sportlichkeit, der sollte sich die WRT-Modelle anschauen. Die wurden zu dieser Saison hier nicht verändert, aber sie sind eben im Multiradius-Bereich sehr ambitioniert, sehr sportlich positioniert, wo wir dann wirklich schon eher über Rennambitionen sprechen, also so richtige Boliden auf der Skipiste. So viel dazu. Ich hoffe, das Video hat ein paar Fragen und Knoten im Kopf gelöst. Wenn du weitere Fragen hast, schreib sie sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich, das Ganze zu beantworten. Vielen Dank an Linus hinter den Kulissen und an mein Team für den Schnitt und euch eine richtig gute Skisaison. Lasst es ordentlich krachen und viel Spaß. Ciao.